Hi zusammen, heute würde ich ganz gerne über ein brandaktuelles Thema sprechen, nämlich die Kreislaufwirtschaft. Die Kreislaufwirtschaft ist von enormer Bedeutung nicht nur für uns als Forscher, sondern für die gesamte Wirtschaft, die gesamte Industrie. Denn wir wissen alle, dass eines unserer vorrangigen Ziele ist, nachhaltiger zu wirtschaften. Und das bedeutet, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen dürfen und dass wir diejenigen Ressourcen, die wir verbrauchen, dann letzten Endes auch effizienter und effektiver nutzen und sie letzten Endes auch einer Zweitnutzung, einer sekundären Nutzung zuführen. Wir müssen also wegkommen von einem sequentiellen linearen Wertschöpfungssystem zu einem, was einer Kreislaufwirtschaft gerechter wird. Dass wir also die Dinge, die wir in Komponenten, zum Beispiel in der Autoindustrie, halt nutzen, zur Wiederverwendung, zur Zweitnutzung auch zuführen können. Stichwort Automobilindustrie, das ist einer der großen Anwendungsbereiche der Kreislaufwirtschaft, auch in dem großen Vorhaben Catena-X, was sich ja zum Ziel gesetzt hat, einen Datenraum für die Automobilindustrie weltweit aufzubauen, um eben gemeinsamen Herausforderungen in dieser Branche gerecht zu werden. Und eine der ganz großen Aufgaben ist es eben halt für die batteriegetriebenen elektrischen Fahrzeuge, die Kreislaufwirtschaft halt zu ermöglichen. Denn wir wissen alle, dass Komponenten und Rohstoffe für Batterien sehr teuer sind, auch sehr aufwendig produziert werden und daher ist es halt aus ökologischer, aber eben auch aus ökonomischer Sicht geboten, dass wir diese Komponenten und Materialien eben halt nicht verschwenden, sondern eben halt nach der Erstnutzung eben einer Zweitnutzung zuführen. Warum ist das jetzt ein Thema, was für uns interessant ist? Da möchte ich vielleicht auf zwei Aspekte besonders eingehen. Es ist völlig klar, dass wenn man solche Komponenten, zum Beispiel Batteriekomponenten, über den gesamten Lebenszyklus einer Batterie, also von der Beschaffung, von der Gewinnung der Rohmaterialien, über die Konstruktion, über das Design, der Produktion der Batterie, der Nutzung im Fahrzeug und dann eben halt der Zweitverwendung halt bewirtschaften will, dass da ganz viele unterschiedliche Akteure beteiligt sind. Und das Zusammenwirken dieser Akteure passiert auf einer Plattform. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass beispielsweise im Juli bei dem Platform Strategy Summit, der einmal jährlich am Massachusetts Institute of Technology stattfindet, das Thema Kreislaufwirtschaft oder im Englischen Circular Economy das Top-Thema für die Plattformforschung und für die Plattformökonomie ist. Also wir müssen über Plattformen verschiedene Akteure zusammenbringen, damit man eben halt die Komponenten und Materialien zum Beispiel von einer Batterie für ein Auto besser nutzen können muss. Und das ist auch genau die Idee von Catena-X, wo wir ja eine verteilte Plattform schaffen, also keine zentrale Plattform, wo alle Daten in einen Topf geworfen werden oder wo auch nur ein großer Akteur bestimmen darf, wie man auf dieser Plattform miteinander interagieren kann, sondern wo das verteilt ist und auch letzten Endes im Sinne eines Ökosystems erfolgt. Das ist der eine Grund, warum das für uns als Fraunhofer ISST interessant ist. Und der zweite, das wird sich der eine oder andere schon denken können, die eine oder andere, das hat natürlich viel mit Daten zu tun. Denn ich hatte schon gesagt, dass man diese Komponenten in der Kreislaufwirtschaft über den gesamten Lebenszyklus halt bewirtschaften muss. Und deshalb brauchen wir halt auch in allen Lebenszyklusphasen Informationen und Daten über den Status, den Zustand dieser Komponenten, was sich zum Beispiel im Fall von Catena-X in einem Batteriepass niederschlägt. Also ein, ja, würde man sagen, ein Begleitzettel, ein digitaler Begleitzettel, ein digitaler Zwilling der Batterie über ihren gesamten Lebenszyklus, wo letzten Endes halt auch Informationen gesammelt werden über die Nutzung der Batterie im Fahrzeug, wenn wir damit fahren, damit wir zu jedem Zeitpunkt bestmögliche Informationen darüber haben, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang diese Batterie bzw. die einzelnen Komponenten und Materialien dann eben einer Zweitnutzung zugeführt werden können. Also die Bewirtschaftung, das Zusammenführen von Daten unter Wahrung der Datensouveränität und des Datenschutzes und des Vertrauens der Akteure ist ein ganz zentrales Ziel dafür, dass das alles so klappt. Und das ist eben das, was wir hier als Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik uns auf die Fahnen geschrieben haben. Deshalb sind wir auch bei Catena-X dabei und kümmern uns auch um solche Konzepte wie eben diejenigen der Kreislaufwirtschaft.
weil es für uns ein interessantes Forschungsgebiet ist, aber eben halt auch, weil wir damit einen großen Beitrag zur Nachhaltigkeit der industriellen Wertschöpfung in Deutschland leisten.